So, neue Ausgabe von Pop kocht. Wir machen heute Outdoor-Küche und ich habe den Faden verloren. Wir machen heute überm Lagerfeuer zubereitetes Gemüse und da habe ich hier schon mal was vorbereitet. Da gibt es Mohrrüben, die werden gleich noch 10 Minuten vorgekocht. Kartoffeln, die werden auch mit den Mohrrüben vorgekocht. Dann hier noch so allerlei Gemüse, Paprika habe ich, Knoblauch, Zwiebeln, rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln, eine Zucchini, frisch aus dem Garten, ein paar Frühlingszwiebeln und eine Peperoni. Und jetzt mache ich erstmal Feuer an. So, ich mache mein Feuer mit Birkenholz, weil das einen sehr aromatischen Rauch hat. Und im Hintergrund hat gerade jemand Holz und macht mir die Tonaufnahme kaputt, aber das ist egal. Wenn man mit Birkenholz Feuer macht, kleiner Trick, die Rinde kann man super zum Anzünden nehmen, weil die brennt richtig gut. Das Feuer habe ich angemacht und jetzt werde ich erstmal die Kartoffeln in große Stücken schneiden. Gebe die in einen Topf zusammen mit den Möhren. Das wird dann alles Viertelstunde ungefähr vorgekocht und nachher über dem Feuer im Topf nochmal angeröstet. Das Schöne ist, wenn man draußen kocht, kann man die Abfälle einfach runterschmeißen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Brokkoli. Da schneide ich auch die Röschen ab und gebe die mit in den Topf und den Strunk schneide ich hier auch noch klein. So, das wird jetzt erstmal auf dem Herd Viertelstunde vorgekocht. Als erstes mache ich mir eine Marinade für das Gemüse und da habe ich hier verschiedene Kräuter aus dem Garten. Hier ist Oregano, da ziehe ich mir dann einfach hier die Blätter ab und die Blüten kann man auch verwenden. Dann habe ich Salbei hier, Bohnenkraut, Rosmarin und Thymian und das hacke ich jetzt alles klein. So, die Kräuter gebe ich jetzt hier in eine Auflaufform rein. Guter Schuss Olivenöl, Balsamico und 2 gute Prisen Salz und 2 gute Prisen Pfeffer. Das rühre ich jetzt schön durch hier. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt werde ich das Gemüse klein schneiden. So, die Zucchini schneide ich in schmale Scheiben. Dann mache ich die Paprika sauber. Schneide ich in auch so große Stücken. So, dann habe ich hier noch eine Aubergine, die schneide ich auch in Scheiben. Und eine rote Zwiebel. So, das Gemüse ist klein geschnitten und das wird jetzt alles schön vermengt hier. So, mein Topf ist heiß und da gebe ich jetzt einen guten Schuss Olivenöl rein. In den Topf zu den Kartoffeln, den Möhren und dem Brokkoli gebe ich noch Oregano, ein bisschen Salbei und Rosmarin dazu. Das hacke ich noch klein und gebe es dann damit rein. Außerdem kommen in den Topf noch 4 Frühlingszwiebeln mit rein, auch einfach klein gehackt. Und eine klein gehackte Peperoni. Außerdem habe ich hier noch 3 Knoblauchzehen, die drücke ich ein bisschen an und die gebe ich einfach so mit dazu. Rote Zwiebel kommt auch noch mit dazu. Schneide ich einfach hier in große Stücken. Dann nehmen wir noch eine weiße Zwiebel. Ich habe hier noch ein Radieschen gefunden im Kühlschrank. Und dazu kommt jetzt das klein geschnittene Gemüse. Noch ein bisschen Pfeffer und Salz und das lasse ich jetzt ein kleines bisschen andünsten hier. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal den Quark vor. Jetzt habe ich hier ein Glas voll
behandelten Bio-Quark. Zu dem Quark gebe ich jetzt eine klein gehackte Frühlingszwiebel und ein bisschen klein gehackten Liebstöckel. Dann kommt noch eine Prise Salz dazu und eine Prise Pfeffer und ein guter Schluck Milch. Und das Ganze wird jetzt so lange umgerührt, bis es eine schöne, sahnige, cremige Konsistenz hat. Kosten. Perfekt. Den kann man so lassen. Und in der Zwischenzeit packe ich schon mal das andere Gemüse auf den Rost. So, das ist jetzt hier ein bisschen angedünstet. Da kommt jetzt das vorgekochte Gemüse dazu. Und noch die restliche Soße von der Marinade. Das wird jetzt hier über dem Feuer noch ein bisschen geröstet. Das Gemüse war jetzt gut 10 Minuten über dem Feuer. Und da lasse ich jetzt noch ein bisschen Balsamico einreduzieren. Ich schmecke das nochmal mit Salz und Pfeffer ab. Ich gebe da jetzt nochmal einen Schuss Olivenöl rüber. Rühre das noch einmal um und lasse es noch 2 Minuten anbraten. Und dann können wir es runternehmen. So, das war eine neue Ausgabe von Pop kocht. Ich muss mich ganz doll beeilen, weil es fängt gerade an zu regnen. Wir haben heute leckeres gegrilltes Gemüse gemacht über dem Feuer. Total lecker sieht es aus. Ah! Scheiße, regnet. Und dazu gibt es Kartoffeln und Möhren aus dem großen Topf und Kräuterquark. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn Pop kocht. Bis dann.